Wir beginnen wieder mit der Basisseite, die 20 x 40,8 cm misst. Dann machen wir bei 8 mm eine Falzlinie und knicken das. Und dann wird das Ganze in der Mitte nochmal bis zur Falzlinie geknickt. Dann befestigen wir hier Klebeband und kleben die Seite so zu, dass wir hier an beiden Seiten noch eine Öffnung haben. Als nächstes schneiden wir uns dann jeweils zwei Papiere zurecht mit den Maßen 9,5 x 14,5, dann 9,5 x 15,5, 9,5 x 16,5 und 9,5 x 17,5 cm. Diese Papiere werden dann wieder bei 8 mm gefalzt und wir bringen an diesem Streifen Klebeband an. Diese Papiere werden dann hintereinander auf die Basisseite geklebt, einmal hier unten, sodass sie sich nach links öffnen und hier oben, sodass sie sich nach rechts öffnen. Bevor wir das aber auf die Basisseite kleben, werden wir jetzt erst nochmal Magnete anbringen und dann Motivpapier aufbringen. Als nächstes werden jetzt diese Papiere hier angebracht. Dabei muss man darauf achten, dass die Öffnung links und rechts ist. Und wir beginnen mit dem kleinsten, das heißt mit dem Papier mit den Maßen 9,5 x 14,5 und kleben das hier links unten bündig an. So, das gleiche machen wir hier oben auch. Das heißt, wir nehmen erst das kleinste Papier und dann enden wir mit dem längsten. Und hier werden wir das rechts oben bündig ankleben. Wenn das gemacht ist, werden dann wieder Magnete angebracht. Ich habe dann schon mal Motivpapier zurechtgeschnitten, die Ränder eingefärbt und auf der Rückseite Klebeband angebracht und jetzt wird das Ganze auf unsere Seiten geklebt. So, und damit ist die Vorderseite fertig. Für die Rückseite schneiden wir uns drei Papiere zurecht. Einmal ein Papier mit den Maßen 19,5 x 17. Das wird dann links bei 8 mm gefalzt und geknickt. Dann ein Papier mit den Maßen 17 x 15,5 cm. Das wird oben bei 8 mm geknickt. Und ein Papier mit den Maßen 14 x 15,5. Das wird unten geknickt und dann bringen wir Klebeband an. Bevor wir das Papier auf unsere Basisseite kleben, nehmen wir uns das Papier mit den Maßen 17,5 x 15,5 cm und werden mit Hilfe einer Schablone hier den Rand ein bisschen zuschneiden.
Bevor wir die Seiten auf unsere Basisseite kleben, achten wir wie immer darauf, dass die Öffnungen links und rechts sind. Und dann können wir das Ganze aufkleben. Als nächstes kleben wir diese Seite auf die eben aufgeklebte Seite, und zwar hier oben bündig. Und diese Seite kommt unten bündig dran. Als nächstes werden wir noch die Ecken ein bisschen abrunden von diesem unteren Papier. Und dann werden wieder Magnete angebracht. So, und als nächstes wird wieder das Motivpapier aufgeklebt. Für den Tag schneiden wir uns wie immer ein Papier zurecht mit den Maßen 19,5 x 19,5. Markieren dann bei 5 mm hier eine Linie, die wir abschneiden werden bis auf die 4 cm in der Mitte. Und zum Schluss kleben wir noch das Motivpapier auf. So, und dann ist die Seite fertig.